Was mich an Veganern stört, ist ihre Sprache. Da reden sie von Tierleichen oder Tier-KZ. Sie bezeichnen Eier als Menstruationsprodukte oder Milch als Drüsensekret. Ich bin frei von solcher Sprache. Ich bin absolut immun gegen diese Art sprachlicher Manipulation. Diese Manipulation führt höchstens dazu, dass ich Hunger bekomme. Was mache ich dann? Ich esse erstmal ein schönes Bio-Schnitzel aus artgerechter Haltung bei humaner Schlachtung für das Tierwohl. Haltungsform 4, Premium. Coole Mütze, die leih ich mir mal aus. So, yeah. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Nicht Hallo, Servus, Moin, Grüezi, Kläge auf. Nein, ich grüße euch. Ich beschreibe, was ich mache, und indem ich es beschreibe, mache ich es. Interessant, oder? Wer hat's erfunden? Der alttestamentarische Gott. Es werde Licht. Wir kennen das aber auch aus dem Alltag, zum Beispiel: hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau oder hiermit taufe ich dich auf den Namen Helmut. Mich fasziniert, dass das nicht nur bei diesen Beispielen so ist. Immer wenn wir sprechen und wenn wir Wörter benutzen, dann zwängen wir Dinge in ein Korsett und schaffen Bedeutung. Ich benenne einen Gegenstand, die Mütze, und indem ich diesen Gegenstand benenne, lege ich fest, was dieser Gegenstand ist. Und das ist noch ein konkretes Beispiel, eine konkrete Sache. Je abstrakter das wird, desto schwieriger wird das, wenn wir an Begriffe denken wie Gesellschaft oder Ehre oder Würde oder Mann oder Deutsch oder Tier. Und wenn es nur eine Erkenntnis gibt, die ich im Philosophiestudium gewonnen habe, dann ist es diejenige, dass wir die Welt nicht nur beschreiben, sondern dass wir die Welt konstruieren. Das ist keine philosophische Haarspalterei und auch nicht nur für Wolkenkuckucksheim von Interesse. Es geht hier um nichts anderes als darum, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir sie schaffen. Sprache verändert unseren Bezug zur Welt und wir verändern die Welt durch Sprache. Die beste Definition von Philosophie, die ich jemals angetroffen habe, ist: Philosophie bedeutet, Begriffe zu schaffen. Philosophie, leeres und realitätsfremdes Geschwätz. Was jetzt einen auf Richard David Brecht? Karl Marx meinte schon, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es geht darum, sie zu ändern. Ich kann die Welt nicht verändern, ohne sie vorher zu interpretieren. Dass die Welt verändert werden muss, ist bereits eine Interpretation der Welt. Aber ich merke schon, ihr wollt ein paar Beispiele hören. Okay, hier sind ein paar Beispiele. Nehmen wir doch mal das Wort gut und das Wort schlecht und das Wort besser. Schlecht ist die Massentierhaltung. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Und dann ist hier so ein bisschen weiter drüben Bio. Und jetzt sage ich Bio besser. Aber was ist, wenn ich jetzt sage Bio weniger schlecht? Das macht einen Unterschied ums Ganze. Wenn ich jetzt sage Bio ist besser, dann hat das so diesen Beigeschmack von Bio ist gut. Und immer, wenn ich dann das Wort Bio höre, denke ich, natürlich nicht bewusst, aha, Bio, 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 gut. Stellt euch mal ein 6-jähriges Mädchen vor. Dieses Mädchen wächst in einer religiös geschlossenen Gemeinschaft auf. Jeden Tag hört es so Sätze wie: Gott ist die Liebe, Gott ist das Licht, der Tag des jüngsten Gerichts steht bevor, Gott wird unsere Feinde vernichten. Wie steht ihr dazu? Stellt euch jetzt mal ein anderes Kind vor. Jeden Tag hört dieses Kind: Fleisch ist wichtig, du musst Fleisch essen, ohne Fleisch fehlt dir etwas. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und dann haben wir irgendwann Erwachsene, die von artgerechter Haltung, humanem Schlachten und Tierwohl sprechen. Allein durch die Allgegenwärtigkeit, durch diese Wiederholung wird es irgendwann zur Wahrheit. Apropos Tierwohl, pausiert das Video mal kurz und überlegt, was für euch Tierwohl ist. Es gibt eine Initiative Tierwohl, diese fördert mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung. Ja, ich habe es gesagt, ihr habt es gehört, mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung. Wenn ich auf deren Seite gehe, dann sehe ich 7-mal das Wort Tierwohl, ohne zu scrollen. Es ist alles Illusion, Illusion durch Sprache. Diese Initiative ist mitverantwortlich für das Kennzeichnungssystem Halteform. Diese informiert über die Haltung der Tiere, deren Fleisch wir essen. Es gibt 4 Stufen: Stallhaltung, Stallhaltung Plus, Außenklima, Premium.
Klingt gut, oder? Sogar Stufe 1 klingt ganz passabel, auch wenn Stufe 4 100% mehr Fläche bietet. Und was bedeutet das? Stufe 1, ein Schwein hat 0,75 Quadratmeter Platz. Stufe 4, ein Schwein hat 1,5 Quadratmeter Platz. Wie groß ist euer Bad? Könnt ihr euch vorstellen, dort euer ganzes Leben zu verbringen? Aber gut, die Schweine dürfen bei Stufe 4 ja auch raus, also nochmal 1,5 Quadratmeter. Wenn wir in dem Vergleich bleiben, dann könnt ihr zwischen Küche und zwischen Bad wechseln, ein Leben lang. Und am Ende steht immer noch der gewaltsame Tod. Wir hinterfragen gar nicht, ob wir die Tierhaltung überhaupt brauchen. Sie ist selbstverständlich. Wir denken hier nur in kleinen Verbesserungen. Aber das, was weniger schlecht ist, ist eben noch lange nicht gut. Und was ist die Alternative? Vegan? Ich habe mal so eine lapprige Tofu-Wurst gegessen. Ekelhaft. Auf Fleisch will ich nicht verzichten. Ja, so ekelhafte vegane Produkte wie Kartoffeln, Spaghetti oder Reis. Aber verzichten ist ein gutes Stichwort. Ich verzichte nicht, ich lehne ab. Oder verzichtet ihr auf Känguruohren, Affenhirn und Hundefleisch? Interessant ist es, wenn man in der Wahrnehmung nicht durch bestimmte Wörter beeinträchtigt ist. Vor ein paar Jahren war der Fernsehkoch Christian Rachmer bei der Bundeswehr und hat vegane Wurst getestet. Ich verlinke euch dazu mal ein Video. Die Ergebnisse werden euch schockieren. Gut, machen wir hier einen Cut oder gibt es noch Fragen? Was ist denn nun Veganismus und was ist Tierkonsum? Du hast die beiden Begriffe bis jetzt noch gar nicht definiert, aber sprichst so, als verstehen alle dasselbe darunter. Und gib mir meine Mütze wieder, die steht mir viel besser. Oder? Hab Geduld, mein junger Padawan. Lange der Weg der Erkenntnis ist. Wir mussten erst einmal mit ein paar Vorurteilen brechen. Aber schon bald werden wir uns dem Veganismus und dem Tierkonsum zuwenden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr unter Veganismus versteht und was ihr denkt, was Tierkonsum ist. Und lasst gerne mal ein Like für Olli da, der für die Grafiken und den Schnitt verantwortlich ist und absolute Arbeit leistet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, dass wir nur gemeinsam den Veganismus voranbringen können und dass wir nur gemeinsam den Tierkonsum überwinden können.